Also, wir sind in Dijon in Frankreich. Erster Trainingstag heute. Erste Session ist schon vorbei, ziemlich tricky, weil wir eine Mischung aus Trocken- und Nassbedingungen haben. Das bedeutet, man weiß immer nicht so genau, nimmt man Regenreifen, nimmt man Slicks. Aber ich denke, es trocknet jetzt ab und dann haben wir auf jeden Fall eine Slicks-Session und dann werden wir sehen, wie es läuft. Ja, also schöne Strecke, oldschool, viel Up und Down, schnelle Strecke, viele schnelle Passagen, wenig langsam und schnell, das macht immer viel Spaß. Allerdings mit den Bedingungen eben auch etwas schwierig, weil eben gerade in schnellen Ecken die Toleranz relativ klein ist und links und rechts von der Ideallinie eben noch alles feucht ist, deswegen tasten wir uns langsam. Ich glaube, Gero, dass die Strecke richtig viel Spaß machen kann, wenn man die besser kennt, wenn man genug Runden gedreht ist. Weil es ganz schön tricky, dieses Wechselspiel aus Lupfen, Gas geben, Lupfen, Gas geben. Aber wir werden sehen. Also wir können heute wirklich alle Bedingungen einmal fahren, gemischt, halb trocken, halb nass. Jetzt ist es relativ feucht, aber da die Wetterprognose für Samstag eben auch nicht so toll ist und es durchaus sein könnte, dass wir noch mal auf feuchter nasse Strecke fahren müssen, gucken wir uns jetzt die Strecke auch noch mal im Nassen an. So ein bisschen hängt es noch vom letzten Wochenende drin, dass man da im Training dann im Prinzip den Wagen fahrunfähig gehabt hat oder nach dem Training. Und deswegen war ich jetzt so ein bisschen, klar, man muss dann schon irgendwie schnell sein und pushen und trainieren, aber ich war sehr, sehr vorsichtig heute. Aber bewusst und morgen geht es dann weiter. Ich hoffe, dass morgen die Strecke wirklich einmal komplett trocken ist, dass man eben doch die Chance hat, ein bisschen zu probieren. Weil die Strecke doch sehr zügig ist von den Kurvenverläufen und wenn es dann eben nur eine trockene Linie gibt und man immer ein bisschen Bedenken haben muss, wenn man zu weit rausrutscht, dass es halt dahin geht, sage ich mal, dann ist natürlich die Risikobereitschaft ein bisschen gedämpft und deswegen wäre es eben schön, wenn wir morgen mal die Strecke schön im Trockenen einfach ein bisschen was probieren können. Übermorgen ist Renntag und morgen ist nochmal ein Trainingstag mit einem Stint mehr und da freue ich mich drauf. Zweiter Tag Dijon. Heute scheint es, schauen wir nach oben, ist Sonne. Viel trockener zu sein, was super ist. Erstes Stint war jetzt schon ganz okay. Ich brauche halt immer ein Weilchen. Gestern unter schwierigen Bedingungen war es fast nicht möglich, richtig Risiko zu fahren oder zumindest Push zu fahren. Das war heute schon besser. Ja, deswegen sieht es gut aus bisher. Markus hat langsam ein bisschen Vertrauen hier in die Strecke. Muss ich natürlich auch erstmal kennenlernen. Gestern waren die Bedingungen eben sehr schwierig, um da ein bisschen was auszuprobieren. Heute ist Gott sei Dank bisher den ganzen Tag trocken. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, einfach mal ein bisschen rumzuprobieren, ein bisschen weiter zu gehen, ein bisschen mehr reinzupushen. Und ja, Zeit absolut gut. Ja, wir haben jetzt fast den zweiten Trainingstag geschafft. Wir haben ein bisschen Setup-Änderungen im letzten Stint gemacht und gemerkt, dass es eigentlich in die falsche Richtung ging. Zusätzlich waren die Reifen auch noch relativ alt, aber man probiert ja auch mal ein bisschen rum, um gegebenenfalls noch schneller zu werden. Hat nicht funktioniert, müssen wir jetzt zurückdrehen und letztes Stint mit neuen Reifen und dann wird nochmal hoffentlich eine gute Rundenzeit erzielt. Das Problem war, dass wir sowohl Flo als auch ich nicht mehr richtig in die schnellen Kurven reingekommen sind. Das heißt, es trägt einen richtig weit an die Außenseite der Kurve und dann hat man nicht den Grip, um richtig in die Kurve reinzugehen und das macht unsicher, das macht langsam
Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen müssen wir es jetzt nochmal zurückdrehen. Ja, Strecke macht auf jeden Fall Spaß, ist eben schön flüssig, hat, wie Markus schon gesagt hat, eben viele schnelle Ecken, an denen wir uns aktuell durch das Fahrzeugsetup schwer tun. Trotzdem gibt es viel Positives. Die Pace von Markus ist sehr gut. Und es ist halt in den Trainings mittlerweile so, dass halt in den Trainingssessions sehr viele Coaches unterwegs sind. Deswegen ist es vom Tableau manchmal, vom Zeitentableau ein bisschen unbefriedigend. Aber ich glaube, wenn morgen erstmal Qualifying läuft und nur noch die richtige Konkurrenz fährt, dann sieht es aktuell ganz gut aus. Trotzdem ist es wichtig, dass wir das Auto zumindest wieder zum Stand davor hinkriegen, wo es ganz gut funktioniert hat, wo wir jetzt einfach versucht haben, nochmal mehr Pace zu finden, was eben nicht funktioniert hat. Jetzt machen wir den Schritt zurück, machen nochmal eine Quali-Sim und dann ist das die Vorbereitung für morgen und dann heißt es Daumen drauf. Aber wie gesagt, eigentlich geht es alles in die richtige Richtung, aber der Anspruch ist natürlich mittlerweile schon hoch und deswegen hoffen wir natürlich zwar auf eins der Treppchen, aber am liebsten das ganz oben. Was auch meint, ist Podium. Ja, Podium wollen wir. Das ist Podium. Schauen wir. Super. Okay, Cut. Danke. Tricky, aber für meine Verhältnisse schon ganz okay. Alles gut. Wir sind im Qualifying. Die Session ist zum ersten Mal so richtig nass an dem Wochenende, somit für alle ein bisschen Neuland. Ja, aktuell läuft es aber relativ gut, aber wir haben noch gut eine Viertelstunde zu gehen. Das heißt, die Strecke wird sich weiterhin verändern, immer besser werden, zum Teil immer schneller. Und ja, schauen wir mal, wer am Ende wahrscheinlich zuletzt über Startziel nochmal kommt. Hat wahrscheinlich die besten Bedingungen, somit auch wahrscheinlich strategisch sogar ein bisschen hin und her. Ja, und ich habe gemerkt, dass jetzt immer die schnelle rechts immer besser ging. Am Anfang war noch so, wenn ich aufs Gas gegangen bin und es ist halt ein anderes Fahren. Ne? Das ist smoother Bremse früher, smoother ans Gas gehen, das ist Takt. Und da musst du erstmal, die 8 Runden angefüllt. Deswegen ja, wird Spaß machen. Wird aber hier mit den RS. Ja, es war bei einer Quali war jetzt, leider habe ich ungefähr die Hälfte der Quali-Session verpasst. Oder konnte nicht fahren, verpasst ja nicht, weil ein Fehler am ABS war und ich in die Box musste. Das konnte ein Glück behoben werden, dann hatte ich noch 2 Fliegende. Dafür ist es, denke ich, ganz gut, die Ausgangssituation. Ja, und im Rennen muss man sehen, ne? Das ist jetzt ein ganz gutes Feld, denke ich. Verschiedene Klassen. Ja, einfach das Beste draus machen und Spaß haben. Starten von 7 und von P3 in der Klasse. Das Feld ist aber durch die Bedingungen im Qualifying sehr stark durchgemischt. Deswegen, das wird ein ziemlich spannendes Rennen, weil eben tendenziell ein Teil der langsamen Leute vorne stehen und tendenziell schnelle Autos auch mitten im Feld sind. Also deswegen ist halt unvorhersehbar ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall eine gute Pace. Jetzt müssen wir halt nur ein bisschen Rennglück haben, hoffen, dass wir im Prinzip halt durchs Feld kommen und uns nach vorne arbeiten. B2 BB. Seid ihr durch? Wunderbar. Gratuliere. Wo ist Park Fermi? Vorne? Somit, ja, ich bin super happy, war natürlich sehr aufgeregt am Anfang des Starts, gerade so mitten im Feld mit den verschiedenen Charakteren um ihn herum, aber hat wieder einen super Job gemacht, mega Start hingelegt, 2 Positionen gewonnen, aber aufgrund der Power des einen Autos hat er die eine Position auch direkt wieder abgeben müssen. Hat super überholt, 2 Leute auf der Strecke kassiert, also mega Job, Maximum was drin war von der Startposition. Jetzt schauen wir mal, für Rennen 2 stehen wir ein bisschen besser da. Hoffen natürlich, dass wir das Ergebnis überholen können und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Druck nach vorne. Bis die 2 da.
Danke, Richard. Glückwunsch. Danke. Danke. Thanks. Okay. Okay. Fällt mir schwer, richtig, Freunde. Das ist passiert innerlich. Aber jetzt ist besser, weil jetzt kann man von Anfang an ein bisschen mehr wegfahren. Ja. Zweite Startreihe. Und Moté wird halt auch wahrscheinlich, wenn er sich zu doof ist, den Start verlieren. Ja. Ja. Und das Dann wird kann ein ich mich an Viererpack. Genau. Moté ranhängen. Habe ich aber noch ein bisschen jetzt verteidigen müssen. Einmal habe ich richtig gedriftet. Ja? Ja. Dachte ich muss an Flo denken, jetzt winkt er. Ja, du musst einfach versuchen, den Kopf runter, ne? Irgendwie gar nicht so sehr immer Rückspiegel. Habe ich aber, also wirklich, war schon also ein Riesensprung im Gegensatz zu Paul Ricard vom Verteidigen her. Aktuell mega Job von Markus. Nach wie vor P3, erster in der Klasse, nur 4 Sekunden hinter der Spitze. Aber der Gap nach hinten ist ziemlich eng, Moté ist dran. Aber Markus macht einen mega Job, gerade mal persönlich den besten ersten Sektor gefahren. Also hält den Druck aktuell stand. Noch 4 Runden, glaube ich, wenn sie nochmal rüberkommen. Ich hoffe, er kann die Position halten. Der Moté ist auch unter Druck von einem anderen RS. Ich hoffe nicht, dass es da nochmal irgendwie vielleicht bremsig wird, aber aktuell sieht sehr, sehr gut aus. Nochmal P2. Richtig geslidet. Aber ich war zu gierig, denn ich wollte mich erst ein bisschen rangekommen, wollte ich mich wieder absetzen, zu früh am Gas. Ist schade, dass am Ende unglücklich war mit Safety Car. Aber wir müssen jetzt schauen. Also im Moment bin ich mir nicht sicher, ob das Rennen wirklich gestartet wird.